Schätzchen, die sind schon alle da. Kleopatra, wach auf, Frühstück. Herr, die Königin inspiziert gerade noch eine Pyramide. Stopp! Hab ich gesagt, dass ihr fortgehen könnt? Aber runter mit euch, meine Fräulein! Sitz! Ja, hallo, hier bin ich. Nein, nein, nein. Bang und Schrei. Es ist Bump. Ah! Das ist nicht so ein richtiger Bump gewesen. Ja, es wird schwerer sein. Ich mag Bump. Ich mag Bump. I normally don't allow cameras into my rehearsal room, but for you, our cameras have had a peek at how we actually put this show together, a few rehearsal shots, a few rehearsal scenes, so you can see how the production, of course, is rehearsed in a particular way and then gets put on the stage in a completely other way. She always puts a picture. Die Königin inspiziert ein Pyramid. Die Königin inspiziert ein Pyramid. Sie macht immer eine seltsame Pyramid. Die Königin inspiziert gerade noch eine Pyramide. Okay, gut. Kann diese Mümmel lauter sein, bitte? Kann diese Schnackpyramide, danke. Die Königin inspiziert gerade noch eine Pyramide. Stopp, habe ich gesagt. Habe ich gesagt, dass ihr fortgehen könnt? Aber runter mit euch, meine Fräulein. Sitz! Bang! Ja, hallo, hier bin ich. Wenn die Provis macht, nicht so böse macht. Ja, dann sagen wir mal einfach mal, ob mich ein bisschen nervös macht. Du, ich weiß, sie hat bestimmt mich quält was. Ja, ich weiß, sie hat bestimmt, mir fehlt ja auch was. Ja, ich hab 100.000 Namen hier. Kann die beschenken, kann die Beispiel. Okay, so Sie müssen alle ein bisschen höher sein, auch die Tänze, wann sie fängt an zu singen, höher, dass man Dagmar dreht, dann kann runtergehen. Ja? Direkt Gesang Dagmar. Tschüss. Ich habe nur mal vorgeschlagen, wenn es runterknallt, Ja. weil da ist ja immer noch so ein bisschen so ein kleines Loch, habe ich jetzt mal angeboten, dass man da kann. Ja, hallo, also hier bin ich. Ja, das ist gekauft. Das ist verkauft. Das ist sehr schön. Dass man einen Übergang Ja, ja, wunderbar. Ja, die Königin inspiziert gerade noch eine Pyramide. Stopp! Habe ich gesagt, dass ihr fortgehen könnt? Aber runter mit euch, meine Fräulein. Sitz! Hier bin ich. Also ich verstehe den Humor und ich finde ihn ganz toll. Aber Gottlob hat jeder seinen eigenen Humor und seinen eigenen Stil, oder? Ja, aber ich muss schon sagen, Du schon, aber ihr habt ja schon euch sehr... Wir haben ja schon über 5 Produktionen gemacht. Wir sind eigentlich schon sehr aufeinander eingespielt. Ein paar schon, ja. Manchmal gibt es dann nur so und eine Bewegung wird ja, okay, das ist jetzt zu viel. Und das mag er, nee, das soll ich nicht machen. Das soll ich unbedingt machen. Also irgendwie, das inspiriert mich total. Irgendwie, wir lachen auch über die gleichen Sachen. Ja. Mein Vorschlag ist, denke, das muss eine helle, dass man sieht, wann der Publikum, ich glaube, das ein Kontrast zwischen das und das muss eine viel hellere, bunte Rotstoffe. Ja, du musst richtig knallen. So Knallrot und das soll entweder rosa oder etwas, das hat hier. Und das funktioniert nicht. Wir müssen ein besser finden. Man sieht, ich glaube, es zu viel ist in dem Moment. Aber und auch die Nase muss, ich glaube, heller sein. Bereit? Okay. Der erste war der Musik.
Einzige, was mich richtig strapaziert, ist das Tanzen. Weil das ist, also Tanzen, Singen und Gestalten. Das ist eine Ebene, die ich mir noch erarbeiten muss. Die ist mir einfach noch fremd. Also jeden Tag weniger, aber sie ist mir noch fremd. Gestalten und Singen oder mit dem Orchester oder wie groß die Formation auch immer sei, das ist mir relativ vertraut. Dir auch? Ja, klar, aber man muss sich einfach, die Arbeit unterscheidet sich sehr, sehr vom Theater, das Musiktheater, weil man muss sich einfach richtig unterordnen. Man muss sich der Musik und den Rhythmus und den Einsätzen einfach unterordnen und ja, also ich muss zum Beispiel, weil ich zum Teil auch wirklich andere musikalische Herausforderungen habe als in den Stücken davor. Also ich gehe jede Woche mehrmals zu meinem Gesanglehrer und muss jeden Tag wirklich an meiner Stimme arbeiten und so. Und, weil ich einfach tolle Partner, tolle Sänger habe, mit denen möchte ich unbedingt auch gerne gut singen. Und das stresst mich, setzt mich schon ein bisschen unter Druck. Also weil da ist nochmal was anderes, wo ich mich da so dran nähere. Und spiele auch sehr mit der Stimme in verschiedenen Oktaven und spreche und singe und dann gehe ich wieder zurück und das muss eben halt alles in der Musik sein und das irgendwie so einzutüten, dass das fest ist und dass man trotzdem, dass es eine Leichtigkeit hat, nicht mal, dass man denkt, oh Gott, die hat ja Stress, sondern es muss so kommen, dass man es gar nicht merkt. Ne? Das ist die eigentliche Arbeit. We choose our pieces very carefully here in terms of the operetta works. We've tended to stay clear of the Viennese or the exclusively Viennese school because people know it and it's been done a lot. And we're really concentrating on these pieces that were performed in Berlin around in the 20s, 30s, and in some cases 40s, although I tend not to be really interested in the works of the operatic works of the Dritte Reich. I'm more interested in the work of the artists that were then either sent in exile because of the Dritte Reich or killed. So in the context of this piece, it's very important that we presented this because it's another flavor. Paul Abraham will always be my most favorite of the composers because of his background, because of his life story and this extraordinary combination of Hungarian music, Jewish klezmer music, Berlin jazz, and Viennese Waltz and Schmaltz. Kallmann I also love, but Kallmann is Kallmann. It's a very particular sound. Oskar Strauss is something very, very different. The sound world is much more elegant, refined. It doesn't have the dirtiness that you find in the 30s. And it's very important that we present these different operatic composers here in the house because operetta, like opera, has all sorts of different genres and all sorts of different sounds. When you talk about operetta, what are you talking about? You're talking about Offenbach, you're talking about Johann Strauss, you're talking about Franz Lehár, you're talking about the 30s, you're talking about the 40s. So it's very important that we have Oskar Strauss's voice in our presentation of operetta because it is a very, very important voice, I think, and a voice that probably does not have the fame that it deserves. Oskar Strauss, finde ich, bewusst zitiert, humorvoll, Aida und man hört andere, Salome, man hört andere Stücke zitiert, großes Orchester und dann gibt es wiederum Unterhaltungsschlager der 20er Jahre, Foxtrot. He was a composer who spent his early years being, in a way, infected from the Viennese waltzes of Johann Strauss, but came to Berlin and worked in Berlin in the cabaret, worked for Max Reinhardt, and actually then started to breathe this famous Berlin Luft, particularly in the 20s when it was just beginning to have this sort of element of a modern metropolis, and the sounds and influence of jazz started to seep in to the Viennese waltz. And then we discovered this piece, Die Perlen von Kleopatra, which was premiered in Vienna in 1923 for Fritzi Messari, the big star of the Metropoltheater here in Berlin, but then came to Berlin a year later in 1924. And this piece is a fascinating piece for a number of reasons. Firstly, it's a piece that you hear
the sounds of 1920s Berlin for one of the first times in a large-scale operetta. So you get this wonderful mix of this Viennese schmaltz and this incredible smell of modernity which comes through the rhythms of early jazz. This is mid-1920s, so it's not the wild, abandoned jazz. Man hört dauernd Wien in seiner Musik. Zum Beispiel, da ist ein Zitat in einem, wo Kleopatra über ihre Reise zum König, zu dem Priester Ptah, und dann wird es auf einmal ein Ländler. Da hört man auf jeden Fall Wien oder das sind so eindeutig wienerische Themen für meine Begriffe. It was also a time that Tutankhamun's tomb had been discovered in Egypt. So this worldwide obsession with all things Egyptian. It came in art and architecture, in music, in fashion. There was an amazing craze of all things Egyptian. And this piece was really one of the first large pieces to exploit that. Ich liebe es immer, wenn Zuschauer, Zuhörer gar keine Melodien kennen, dann können wir so wunderschön gestalten. Und das machen Barry und ich so toll miteinander. Tänze rein, Chor rein und wie diese Melodien gesungen werden, gerade mit Sprechgesang, so das ist unsere große Leidenschaft bei diesen Stücken. Die Figuren sind sehr, sehr heutig. Also man trifft die eigentlich überall. Man muss nichts, wie gesagt, mal durch ein Türchen gehen und gucken, Gott, wie eigne ich mir jetzt diese Rolle an? Ja, ein Libretto von aus den 20er Jahren. Überhaupt nicht. Es ist so toll geschrieben. Und Barry gibt einem natürlich unglaublich viel Raum, auch zu improvisieren und Sachen reinzubringen. Und mir sind natürlich, da ich Berlinerin bin und sie also auch eine Berliner Seite hat, die Kleopatra, muss man sagen, habe ich natürlich sehr viele Möglichkeiten gehabt, meinen Sprachschatz und alle so Erinnerungen, Wortspiele, alles, was mir so einfällt, einzubringen. Küss mich, Silvius. Nein, nicht so. Auf die Lippen. Bla bla bla. Achtung. Du, Kleopatra, 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 du treibst mit uns da. Der Witz bei diese Richtung oder unsere Art, das zu machen, das ist wie wir das sehen und lieben, ist, dass das Wort Priorität 1 hat. Und weil wir Musik so lieben, ich halte Musik für die mächtigste Kunst, weil wenn ich etwas spiele, wenn man was spielt, kann man sich dem kaum entziehen. Man ist sofort emotional dabei. Man hat ganz ohne Schonung aufs Trockene uns gesetzt. Wehe, dreimal wehe, dreimal wehe. Zum Beispiel großes Chanson, wo Kleopatra erzählt, wie sie nach Memphis fuhr. In der Partitur steht: In Memphis in den heiligen Tempel wohnt Radames, so jung und schön. Auch Fehlbetonung, wohnt Radames, unsere Version, Memphis. In den heiligen Tempel wohnt Radames, so jung und schön. Ein schwarzgelockter, schlanker Priester, den alle Damen gerne sehen. Also, wir machen das wie ein Chanson und ich finde, der Witz von dem Text kommt viel klarer rüber, wenn man gegen die Musik geht. Und trotzdem ist die Musik eine Stimmung, prickelnde, gefährliche Situation. Das kommt trotzdem an. Wir spüren Gefahr und sie erzählt, es war so heiß mit dieser Priester. Memphis, heiliger Tempel,
wohnt Radames, so jung und schön. Ein schwarzgelockter, schlanker Priester, ja, den alle Damen gerne sehen. Nu, der Nil beginnt erst an zu steigen, Sprach das Orakel, wie ihr wisst. Nu, wenn Radames, des Niles Priester, die höchste Frau des Landes küsst. Für euch allein muss es geschehen, für euer Wohl es nun geschah. Für euch beschloss ich hinzugehen zum Tempel unseres großen Tags. Handwerk ist auch nicht einfach gegen die Musik. Wir sind so musikalisch erzogen im Takt. Das ist auch mit Dagmar, die arbeitet viel, wir arbeiten viel daran, zu spüren, da ist der Takt, da geht das Orchester und sie segelt rüber. Hoffentlich fällt diese Mühe nicht auf und man ist inhaltlich dabei, kriegt die Pointen mit und hat einen köstlichen Genuss. Memphis, heiliger Tempel und Radames, so jung und schön. Ein schwarzgelockter, schlanker Priester, den alle Damen gerne sehen. Nu, der Nil beginnt erst an zu steigen, Sprach das Orakel, wie ihr wisst. nu, wenn Radames, des Niles Priester, die höchste Frau des Landes küsst. Wir machen ganz schön mit P und T unser Spaß, mit Ptah und Kleopatra übertreiben. Ich glaube, und K ist auch köstlich. Verküsst und verkost, auch weil es ein anderes beliebtes Wort erinnert. Mit K, verküsst, verkost. Also richtig übertreiben, das ist Comedy wird. Verküsst, verkost. Meine sehr verehrten Damen, jetzt ist es wirklich schon so viel. In aller großen Betragen zu Ende ist das Leben. Wir haben vertäuscht und verscherzt und verlacht. Die blumigen Tag und die Sterne der Nacht. Wir haben verküsst und verkost alle Zeit. Ja, gut, danke. Ja, super. Danke schön. Verküsst und verkost war wunderbar. Aber jetzt, ich möchte mehr vertont, verscherzt und verlacht hören. Ja? Auch mit diesem komödiantischen übertriebene auf die vertont und verscherzt. Wir haben vertäuscht und verscherzt und verlacht. Ja. Die blumigen Tag und die Sterne der Nacht. Wir haben verküsst und verkost alle Zeit. Wir haben die Rose noch vorgebracht. Und jetzt lässt es so gehen. Jetzt lässt du uns Feuer stehen. Nein, nichts zu sagen. I-Drehen. Das muss muss sofort zu Zuschauer und dann sofort zurück. Jetzt Bang, Lächeln, Bang von Johannes. Er geht bumm gegen die Wand, ihr geht sofort mit Lächeln zu Zuschauer und dann sofort zurück zu ihm. Aber die Konsonanten war sensationell. Dankeschön. One of the reasons why all of these works were forgotten was the arrival of the Third Reich, where there was very soon after the arrival of the Third Reich a ban on Jewish works on the stage. And a good 80% of the composers who wrote the text and the music for these operettas, as well as performed them and directed and designed them, were Jews. Which means that you have this very unusual situation in that virtually an entire genre was stopped. It's not like opera. Opera went on, and the opera composers had been living 100 or 200 years beforehand. It's not like literature, it's not like painting, and it's even not like conductors who could either go into exile and conduct orchestras or find somewhere else to create their music. In the case of these artists, they had actually invented the genre. And it was very, very, very in its very early stages, which means that in the 1920s and 30s, you were seeing the explosion of something which then, in 33, was stopped. So it's a very unusual thing because it's not just one little thread was kept going, kept the home fires burning in some way. No, it was stopped. All the major composers of the operetta were either killed or went into exile into America, France,
or the UK. The performers either were killed or went into exile. It just stopped. What happened after the war was that it was reclaimed in the 50s and 60s, and then went through a second process of de-Aryanization, in which the record companies and the singers took out all the jazz, which is extraordinary when you think about it now. But if you listen to the recordings of the 50s and 60s, these poor composers had firstly, the Nazis arrived. Secondly, the Holocaust happened. Thirdly, they're sent into exile if they survived. And then the fourth nail in the coffin of their lives is that producers and conductors and singers took away all the jazz and all the life and all the Jewishness again of their works. So you had this very strange situation where, like in a way Baroque music was, where decades go past, century go past in terms of Baroque music, centuries, in our case decades, where people didn't hear it the way it was written. So there's this an enormous wealth of information and stuff that we can use there, which we really need to gather. One of the things that makes these pieces is the Jewish irony and humor in the center of these operettas. Not all the great operettas were written by Jews, but most of them were. And this ability to be objective and subjective, to look at the situation, to laugh about the situation, to create an ironic world that still had emotion, to create a world that was fragile and elegant and refined and funny, but also could be a place where subversion could happen, which the operetta stage was always a place where it's much more subversive sometimes, was a particular trait of the Jewish artists in the 20s and 30s. So it's very important also that we honor them, not by saying how tragic it was, we know that, but to say how fabulous their works are. Mein Lieblingsstelle kommt jetzt.